Zur Abrundung des Themas temperaturgeführter Transport nachfolgend ein paar Tipps, die immer gelten, losgelöst davon, welche Kältemaschine im Einsatz ist. Bevor die Ware geladen wird, muss der Coolliner auf die jeweilige Transporttemperatur vorgekühlt werden. Denn Kältemaschinen sind nicht dazu konzipiert, Ware runterzukühlen, sondern lediglich dazu, die Kühlhaustemperatur zu halten. Punkt 2. Weniger ist oftmals mehr. Soll heißen, wenn ihr zum Beispiel plus 2 Grad Celsius für Hack braucht als Transporttemperatur, aber die Maschine auf minus 5 Grad Celsius einstellt in der Annahme, sie würde dann schneller runterkühlen, dann ist das ein Trugschuss. Außerdem könnte euch das Hack ungewollt gefrieren und dann würde aus Frischware Tiefkühlware, die der Endabnehmer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verweigern wird. Wenn die Kühlmaschine läuft, müssen die Türen geschlossen sein. Und wenn die Türen geöffnet werden, um Ware auszuliefern, muss die Kältemaschine abgestellt werden. Denn wenn nicht, würden große Mengen warmer Umgebungsluft in den Laderaum gelangen und die hohe Luftfeuchtigkeit dieser warmen Luft würde den Verdampfer binnen Minuten vereisen. Und nicht zuletzt muss der Kühlluftstrom immer gewährleistet sein. Das kann er aber nicht, wenn der Doppelstockbalken bis unmittelbar unter die Decke geschoben wurde. Und auch nicht, wenn die Paletten bis auf den Boden hinunter mit Folie umschrumpft sind und somit die warme Rückluft nicht mehr angesaugt werden kann. Und erst recht nicht, wenn der Luftkanal als Besenkammer zweckentfremdet wird.